Das ist der Space Wolf DT140 FPV Racer Quad. 3 Zoll, aber so richtig schnell. Der bekannte X140 war schon gut, aber der DT140 ist deutlich schneller mit den 1408 starken Motoren. Im Lieferumfang ist ein Satz Ersatzpropeller dabei. Der Rahmen ist wie bei X140 mit austauschbaren Armen. Die 1408 Motoren sind schwerer, aber deutlich stärker als die kleinen 1306 von X140. Die Arme sind 4 mm dick. Die Kamera ist eine Standard CCD-Kamera, die aber ein gutes FPV-Videobild liefert. Drinnen steckt ein 4-in-1 SCS-Block, der 28 Ampere schafft, mit schnelleren F4-Flugcontroller. Praktisch sind die austauschbaren Arme, die ihr als Ersatzmann dazu bestellen sollte. Unter der Haube ist der Videosender mit 200 mW, der sogar über Betaflight OSD konfigurierbar ist. Hier sollte man die Antenne gut fixieren, damit die sich nicht von alleine löst. Genau betrachtet stellt man fest, dass drinnen der sehr gute HGL RC F428 Tower ist. Zwar ist die Beschriftung nicht da, aber alle 3 Komponenten wie ESC-Block, F4 Flugcontroller und der VTX sind identisch. Das ist gut, weil der HGL-RC F4 sehr stabil ist, mit vielen seriellen Schnittstellen, OSD und viel Speicher für die Blackbox. Ein Buzzer ist dabei, muss aber selber angelötet werden. Der Space Wolf ist mit 153 Gramm etwas schwerer als der Furibi X140. Mit einem 3S LiPo bleibt er unter 250 Gramm. Bei 4S ist er schwerer als 250 Gramm, wodurch der Rahmen mit einer Adressenplakette ausgerüstet werden muss. Beim Fliegen habe ich zum Testen eine neue Runcam 3 angebracht, fliege mit der Fatshark Dominator HD3 Brille und meine Funke Taranis X&D Plus SE. Hier sieht man die neue Runcam 3 mit der großen, besseren Linse, meine Favorit CCD-Kamera, und habe den 4S Tattoo LiPo Akku mit 850 mAh und 75C, der perfekt für den 3 Zoller ist. Der DT140 ist laut und schnell, macht richtig Spaß mit ihm zu fliegen. Übrigens, es gibt auch den Dragon DT160, der etwas länger ist, aber mit den gleichen Komponenten kommt und genauso gut fliegt. Interessant ist, dass in den Rahmen optional eine Runcam Mini Split passt, die wie eine GoPro HD Videos aufnehmen kann. Das Videobild der Standard CCD-Kamera ist okay, aber die Runcam 3 liefert deutlich besseres Bild. Es lohnt sich die Umrüstung auf Runcam 3 mit der großen Linse.